Hallo Freunde der Füße, heute wie versprochen das Video vom Hühnerauge im Nagelfalz. Den Fuß des Patienten kennt ihr bereits aus dem anderen Video über Rollnägel und der Patient hat nicht nur Rollnägel, sondern auch ein Hühnerauge im Nagelfalz. Clavus durus sulci. Das Clavus durus sulci ist ein Hühnerauge, das sich im Nagelfalz befindet, meistens genau unter der Nagelkante und teilweise auch unter dem Nagel. Also ich würde aber nicht sagen, dass es eine Unterart vom subungualen Hühnerauge ist, also vom Hühnerauge unter der Nagelplatte. Ich sehe dieses Hühnerauge eigentlich als eigenständiges Hühnerauge an, da es wesentlich öfter vorkommt als das subunguale Hühnerauge. Wie äußert sich dieses Hühnerauge? Ja, das ist eigentlich ganz einfach und durch Schmerzen. Der Patient hat Schmerzen, wenn man von oben drauf drückt und wenn man von der Seite drückt. Dieses Hühnerauge wird auch sehr oft verwechselt mit einem eingewachsenen Nagel. Der Unterschied zwischen diesem Hühnerauge und einem eingewachsenen Nagel ist, dass sich das Hühnerauge seltenst entzündet. Das heißt, der Patient hat große Schmerzen, aber nur eine leichte Rötung, so wie es bei diesem Patienten hier ist. Der Patient hat Schmerzen, eine leichte Rötung, aber sonst keine Zeichen, dass irgendwie der Nagel eingewachsen wäre. Das heißt, der Nagel eitert nicht, er blutet nicht, er hat nur eben diese rote Stelle in der Seite. Das unterscheidet eben dieses Hühnerauge von einem eingewachsenen Nagel. Wenn du dann mit dem Exkavator, also mit dem Doppelinstrument oder Sonde oder Tamponierhaken, wie du das Ding auch immer nennst, den Nagelfalz hochfährst, merkst du eine Verhärtung. Du musst darauf achten, wenn du diesen Nagelfalz sondierst, dass du nicht am Nagel fährst, sondern ganz leicht auf der Haut hochziehst. Denn nur dann merkst du eben diese Verhärtung. Wenn du am Nagel hochfährst, merkst du nichts, der Nagel ist in Ordnung. Es ist eben ein Hühnerauge in der Haut und nicht am Nagel. Die Ursachen von diesem Hühnerauge können sein ein Rollnagel, es kann ein behobener, eingewachsener Nagel sein. Das heißt, wenn ihr von vorne nach hinten reinschneidet, so einen kleinen Keil rausschneidet, bleibt unten eine Ecke drinnen. Das kann, wenn der eingewachsene Nagel verheilt ist und der Nagel wächst, dazu führen, dass diese Ecke eben hoch wächst und dann drückt und an dieser Stelle eben ein Hühnerauge produziert. Denn ihr wisst alle, ein Hühnerauge ist der Punkt des höchsten Druckes. Der Körper versucht ja, dieses Gewebe zu schützen und baut immer mehr Hornhaut auf. Dass das Ganze im Nagelfalz ist eher suboptimal, denn wie gesagt, der Patient hat halt große Schmerzen und auch das Behandeln für uns ist nicht so einfach, weil wir müssen darauf achten, dass man dem Patienten nicht mehr Schmerzen zufügt, als er schon hat. Und wir müssen aber dieses Hühnerauge irgendwie rauskriegen. Nun kommen wir zur Behandlung vom Hühnerauge. Ihr seht ja schon, dass ich einen Diamantfräser verwendet habe, den für die Haut. Da habe ich die gröbere Haut rausgemacht und ich bin dann umgestiegen auf den feinsten Fissurenfräser, den ich habe. Der Vorteil bei dem Fissurenfräser ist, dass ich den Nagel gezielt rausbekomme. Wie ja vorhin erwähnt, sitzt dieses Hühnerauge unter der Nagelkante und ist teilweise so groß, dass es bis unter die Nagelplatte reicht. Man muss oft ein Stück Nagel entfernen, damit dass man überhaupt dazukommt. Denn diese Hühneraugen im Nagelfalz sind jetzt nicht so einfach zu behandeln wie die Hühneraugen auf der Fußsohle oder zwischen den Zehen. Ich trage es einfach mit dem Skalpell ab, fräse den Kern raus und dann ist die Sache gegessen. Das ist im Nagelfalz etwas anders, weil das ist nämlich Arbeiten auf 1 bis 2 mm. Der Nagelfalz ist sehr empfindlich. Diese Hühneraugen haben großteils eine Hornhautplatte. Diese Platte muss man entfernen und unter dieser Platte sitzt erst der Kern. Manchmal ist es auch so, dass diese Hornhautplatte um einiges größer ist als das tatsächliche Hühnerauge. Deswegen entferne ich immer ein Stück Nagel, damit ich besser dazukomme.
Würde ich das jetzt nicht machen, kann es passieren, dass ich durch das Bearbeiten mit dem Doppelinstrument den Nagel abhebel und das Ganze dann noch verschlimmere. Hier bei diesem Nagel, weil der Patient eben Schmerzen hat, setze ich nur eine Spange, weil der Patient würde es nicht aushalten, wenn ich jetzt distal, also beim freien Rand vorne, eine zweite Spange hinsetze. Da würde mir der Patient an die Decke gehen und nicht mehr freiwillig runterkommen. Ja, das war jetzt der erste Termin. Die Behandlung vom Rollnagel, also wie man Spange setzt und das alles, gibt es alles im anderen Video. Und auch den anderen Fuß des Patienten seht ihr im anderen Video, da hat er genauso einen Rollnagel. Und durch die Spange hat der Patient ein paar Tage später keine Schmerzen mehr gehabt, obwohl das so gerötet ist, die ganze Rötung, alles ist zurückgegangen. Ich habe den Patienten eine Woche später wieder einbestellt, aus dem einfachen Grund, weil ich das Hühnerauge nicht komplett entfernen konnte, da der Patient ja Schmerzen gehabt hat und das Ganze sehr, ja, wie so verbacken. Also das Ganze war sehr fest im Nagelfalz, weder Hornhautweicher noch Fußbad haben das Ganze erleichtert und somit habe ich den Patienten eine Woche später wieder einbestellt. Zu Beginn der Behandlung müssen wir das Ganze natürlich sondieren. Der Nagelfalz sollte im gesunden Zustand weich sein und nicht hart, so wie wenn man mit der Sonde jetzt durchfährt und man spürt so eine Verhärtung drinnen, dann weiß man eigentlich schon, dass da entweder ein Hühnerauge schon ist oder eins kommt. Die Hühneraugen im Nagelfalz sind zu großem Teil harte Hühneraugen. Ich habe jetzt bis jetzt kein weiches Hühnerauge im Nagelfalz gefunden. Vielleicht schreibt es mir unten in die Kommentare rein, ob ihr schon mal ein weiches Hühnerauge gehabt habt im Nagelfalz. Für das wäre der lateinische Name Clavus mollis sulci, also weiches Hühnerauge im Nagelfalz. Beim harten Hühnerauge wisst ihr es ja, Clavus durus sulci. Ich habe ein kleines Stück Nagel ja nochmal entfernt, damit dass ich besser dazukomme. Und ihr seht hier auch, was ich für ein riesen Hautstück dann rausgefangen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es genau erkennen könnt, aber diese Hühneraugen im Nagelfalz gehen ganz, ganz selten im Ganzen raus. Das heißt, man muss wirklich poolen. Ja, viele sind mit dem Ausdruck jetzt nicht konform. Ja, aber ich sage immer, wir müssen das rauspulen, wir müssen dieses Hühnerauge Stück für Stück abtragen und immer wieder gucken, ist der Nagelfalz schon weich, ist noch was drinnen. Denn erst wenn der Nagelfalz komplett weich ist, habt ihr das Hühnerauge richtig entfernt. Und das ist wirklich Arbeiten auf 1 bis 2 mm. Hier seht ihr schön, dass ich das Hühnerauge fast entfernt habe. Es ist noch immer ein Rest vom Hühnerauge drinnen, das muss ich dann nochmal mit der Hautzange rausmachen. Aber das machen wir nicht bei diesem Termin, sondern bei einem späteren Termin. Für diesen Termin langt das Ganze. Wir werden jetzt hier die zweite Spange setzen, aus dem einfachen Grund, dass ich im Nagelfalz noch mehr Platz bekomme und das nächste Mal das letzte Stück rausbekomme. Ja, so ein Hühnerauge im Nagelfalz kann bei einem Termin entfernt werden. In diesem Fall ist es eben nicht so, weil der Patient beim ersten Termin Schmerzen gehabt hat und beim zweiten Termin war es leider noch immer so, dass ich zu wenig Platz im Nagelfalz hatte. Jetzt werden natürlich manche denken, warum hat es nicht den ganzen Nagel gleich weggeschnitten? Umso mehr Nagel ich entferne, umso weiter geht der Nagelfalz zurück und das möchte ich ja nicht. Ich möchte, dass der Nagelfalz erhalten bleibt, aber das Hühnerauge rauskommt. Jetzt muss ich einen Kompromiss machen. Wenn ich jetzt den Nagel großzügig rauskappe, so wie manche das höchstwahrscheinlich machen würden beim ersten Termin, laufe ich Gefahr, dass sich der Nagelfalz zu weit zurückbildet und hinten, wenn er nachwächst, eine Ecke entsteht und wieder ein neues Hühnerauge macht. Gut, das möchte ich ja nicht. Deswegen entferne ich nur so wenig Nagel wie möglich. Meine Devise ist ja immer, so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Der Nagelfalz ist bei manchen Patienten, ja, ich würde schon sagen, fast chronisch verhornt. Bei diesen Verhornungen im Nagelfalz hat sich bewährt, dass man das Ganze schön weich hält. Das kann man jetzt machen mit dem Gevol-Fluid, einen Tropfen am Tag rein, damit das Ganze schön weich bleibt. Manche haben andere Präparate, wie gesagt, ich arbeite sehr gerne mit diesem Fluid und es ist einfach für den Patienten auch angenehmer, denn wenn die Hornhaut im Nagelfalz weicher ist, lässt sie sich durch uns besser entfernen. Bei manchen Patienten kommt sie wieder, bei anderen Patienten bleibt sie weg. Das ist ganz individuell. Da müsst ihr halt mit dem Patienten gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache die Hornhaut einmal raus und die bleibt dann für ewig fort. Tut sie in der Regel nicht. Was ich festgestellt habe, ist, bei diesen Verhornungen oder auch Hühneraugen im Nagelfalz, ist 3-4 Termine ist alles in Ordnung und plötzlich beim Termin drauf, man hat keinen längeren Intervall gehabt, ist auf einmal massive Verhornung schon wieder im Nagelfalz. Dann muss man das Ganze eben wieder rausmachen, damit das kein Hühnerauge entsteht. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare unten reinschreiben, ob ihr diese Erfahrung auch gemacht habt, dass eben die Patienten alle 3-4 Termine dann wieder Hornhaut drinnen gehabt haben. Eine tolle Option ist auch noch die Tamponade. Wenn man nach der Behandlung eine Tamponade einlegt, schont man ja zusätzlich den Nagelfalz und der Nagelfalz bekommt dadurch auch besser Ruhe. Habe ich bei diesen Patienten jetzt nicht gemacht, aus dem einfachen Grund, weil wir Spangen gesetzt haben. Die Spangen heben ja die Nagelplatte an und dadurch brauche ich keine Tamponaden. Obwohl ich sehr gern tamponiere und auch sehr viel tamponiere, habe ich sie in diesem Fall eben nicht gebraucht. Die Druckprobe auch nie vergessen, denn der Patient soll ja keine Schmerzen haben, wenn er unsere Praxis verlässt. Und ich gebe euch den guten Tipp, guckt dem Patienten ins Gesicht, wenn ihr die Druckprobe macht. Denn manche Patienten sind sehr gefinkelt oder haben schon die Nase so sehr voll, dass dann einfach sagen mit verzogenem Gesicht, nee, alles in Ordnung. Also am besten dem Patienten ins Gesicht gucken, denn da kann man dann wirklich ablesen, ob es dem Patienten auch noch gut geht. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, zeige ich euch in den nächsten Videos, die kommen. Hier war der Patient zweimal da, das heißt Termin 1, Termin 2 und die anderen Termine werden dann noch folgen. Wir werden diesen Patienten sowieso weiter begleiten, denn wir machen ja die Reihe Rollnägel behandeln mit Spangen. Wie weit, dass wir die mit Klebespangen ausgerollt bekommen. Hat euch dieses Video gefallen, macht's mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen, drückt auch auf die Glocke, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss!